Die deutsche Wirtschaft kommt nicht in Schwung, die Bahnstrecken sind marode und dann gibt es auch noch die ewigen Diskussionen über das Bürgergeld, die Bundeswehr oder wie die ganzen Ausgaben finanziert werden sollen. Scholz, Lindner, Habeck konnten sich lange nicht einigen, wo muss gekürzt werden und welche Ministerien brauchen mehr Geld. Ist es die Verteidigung, Arbeit und Soziales, Bildung? Das sind ja alles Bereiche, die wichtig sind. Du wirst in den nächsten Minuten verstehen, was das Ganze mit Blockchain und Krypto zu tun haben könnte. Wir machen einfach mal weiter. Und zwar am 16. August hat sich die Ampel auf einen vorläufigen Entwurf für den Haushalt 2025 geeinigt. Der Entwurf will, dass die Schuldenbremse bleibt. Aber trotzdem bleibt ein Milliardenloch, ein Haushaltsloch von 12 Milliarden Euro. Und die Frage ist, wie stopft man jetzt dieses Loch? Man hat sich darauf geeinigt, dass man plant, eine sogenannte globale Minderausgabe einzusetzen. Das ist eine Art Sparpauschale, bei der man annimmt, dass die Ministerien sowieso nicht ihr ganzes Budget verpulvern werden, weil sich zum Beispiel manche Projekte verzögern und dieses ungenutzte Geld dann das Defizit im Haushalt ausgleicht. Erstmal ehrlich, viele Experten sagen, dass der Staat gar kein Einnahmeproblem hat, der verdient jedes Jahr Milliarden an Steuern, sondern er hat eher auch ein Ausgabeproblem. Dazu ein paar Zahlen. Der deutsche Staatshaushalt hat für 2024 ein Gesamtbudget von knapp 500 Milliarden Euro eingeplant. Davon gehen etwa 37% an Sozialausgaben, 11% an Verteidigung, rund 5% an die Bildung und so weiter. Die Frage ist, wie soll man bei all den Zahlen und Daten nachvollziehen können, wo genau das Geld hingeht? Wofür gibt das Ministerium für Arbeit und Soziales sein Budget genau aus? Also genau, wo kommt das Geld an? Also kommt es wirklich dort an, wo es gebraucht wird? Es gibt viele detaillierte Informationen, das ist klar. Dazu gleich mehr. Aber echte Transparenz, die fehlt oft und die Reibungsverluste dabei sind gigantisch. Neulich hat mir jemand erzählt, dass die Schweiz daran arbeitet, mehr Transparenz in der politischen Finanzierung zu schaffen. Es gibt bestimmte Parteien und Organisationen, die sind dann verpflichtet, ihre Spendengelder oder ihr Budget für Wahlkampagnen fristgerecht offenzulegen. Diese Transparenz fördert das Vertrauen der Bürger und könnte die Beteiligung bei Wahlen stärken. Und dann hatte ich jetzt so einen Gedanken, der mir nicht mehr aus dem Kopf ging. Und es war der Gedanke, der zu diesem Video hier geführt hat. Und jetzt wirst du hoffentlich den Aha-Moment erleben. Und zwar könnte man solche Transparenzmodelle mit den Vorteilen der Blockchain-Technologie und Kryptowährungen kombinieren. Noch größer gedacht. Was würde passieren, wenn der gesamte Bundeshaushalt auf der Blockchain wäre? Würden wir dann den Haushaltsstreit, unsere Staatskrisen in den Griff bekommen? Wie würde sich das auf unser Leben auswirken? Spannende Frage, oder? Und dazu habe ich mir Gedanken gemacht. 3 habe ich mitgebracht. Die gehen wir jetzt durch. Hey ihr Lieben, ich bekomme oft Fragen von euch zu Coins, zum Portfolio, zur Blockchain oder auch persönliche Fragen wie Steffi, was würdest du tun? Und ich verstehe euch total. Viele von uns haben kaum Zeit, sich in der Kryptowelt so richtig einzuarbeiten. Wir haben einen Job, die Familie und das geht alles vor. Und dann fehlt auch noch der richtige Ansprechpartner um die Ecke, weil Krypto so nischig ist und ultra komplex. Um das Problem zu lösen, findest du jetzt auf www.misskrypto.de meine Krypto-Community. Dort tauschen wir uns in regelmäßigen Meetings aus, um einfach gemeinsam zu wachsen. Die Plätze sind auf 500 limitiert, damit jeder von uns gehört wird und sich wohlfühlt. Klingt gut? Dann sichere dir doch noch heute deinen Zugang auf www.misskrypto.de. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Ich freue mich auf dich. Schau mal vorbei. Erster Gedanke. Mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung. Nehmen wir mal an, der komplette Bundeshaushalt würde auf der Blockchain laufen. Alle Zahlungsströme wären öffentlich und für jeden Bürger 100% sichtbar. Jetzt könnte das Bundesministerium für Finanzen natürlich argumentieren, dass wir doch bereits ein interaktives Dashboard auf der Webseite des Bundeshaushaltes haben, wo man ganz detaillierte Infos bekommt. Schauen wir uns das mal an. Hier gehst du auf das Dashboard, dann wählst du dein Ministerium aus, sagen wir Arbeit und Soziales. Dann kannst du den Bereich auswählen, Rentenversicherung. Und schließlich kannst du den Posten anwählen, zum Beispiel Zuschuss für die allgemeine Rentenversicherung. Und zack, spuckt dir das Tool dementsprechend ein sehr exaktes Kreisdiagramm mit Zahlen und Daten aus. Das ist doch eigentlich ganz einfach, oder? Es gibt sogar noch eine PDF, wo alles detailliert erläutert wird. Die ist 129 Seiten lang. Da frage ich mich nämlich allerdings, hat denn jeder von uns die Zeit und muss sich da durchzuwühlen? Deswegen kommen wir zu unserer Fragestellung zurück. Was würde die Blockchain-Technologie denn wirklich verändern? Stichwort Echtzeit-Tracking. Die Daten
Kommen wir wieder auf das Dashboard zurück, die du hier siehst. Die sind super detailliert. Wie gesagt, Kompliment, ist ein cooles Tool, aber in dem Moment, wo du drauf schaust, sind die nicht aktuell. Es handelt sich um geplante Ausgaben, also den Sollwert. Und jetzt sehen wir einfach mal an, das Dashboard würde dir stattdessen in Echtzeit anzeigen, wohin genau das Geld fließt, also genau die Zahlungsströme. Zum Beispiel könntest du jetzt sehen, aha, gerade gibt das Ministerium für Soziales 100 Millionen Euro aus für die allgemeine Rentenversicherung. Oder ja, an der Stelle sieht man gerade, dass die Mitglieder des Europäischen Parlaments ihre Altersentschädigung bekommen. Ziemlich cool, oder? In dem Fall kann die Blockchain nicht lügen. Die Daten können rückwirkend nicht mehr verändert werden. Das könnte doch unser Vertrauen in die Politik, die Staatsfinanzen und in unsere Demokratie stärken, oder? Bleiben wir bei dem Stichwort Demokratie und Bürgerbeteiligung. Das Dashboard informiert, wie erwähnt, umfassend, bietet aber keine Möglichkeit für die Bürger, direkt Einfluss auf die Budgetverteilung zu nehmen. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, Szenario, das Bundesministerium für Wohnen hätte ein Budget von rund den 762 Millionen Euro zur Verfügung, um in den verschiedenen Bundesländern Projekte für die Stadtentwicklung zu fördern. Sagen wir, Herr Söder bekommt 100 Millionen Euro aus dem Topf, um in München neue Wohnungen und Fahrradwege zu bauen. Jetzt stellen wir uns vor, du könntest als Bürger von München per On-Chain-Voting, also mithilfe eines digitalen Stimmzettels, jetzt kommen die Kryptowährungen ins Spiel, in wenigen Sekunden mitentscheiden, welches Projekt als erstes finanziert werden soll. Im Gegenzug bekommst du vielleicht sogar eine Belohnung in Form eines NFTs für deine Teilnahme. Dieses NFT könnte dir zum Beispiel Vorzüge bei der Zuteilung neuer Wohnungen verschaffen oder ein 50 € Zuschuss für dein erstes E-Bike bieten, was auch immer. Wäre im Grunde dazu gedacht, die Governance zu fördern. Also du könntest aktiv an finanziellen Entscheidungen teilnehmen, du würdest sogar was dafür zurückbekommen und die Regierung auf der anderen Seite wüsste ganz genau, ja, wo der Schuh drückt. Also es wäre Web3-Demokratie, wenn man es so nennen möchte. Ist es eine verrückte Fantasie? Kommen wir zum Gedanken Nummer 2, den ich dir mitgebracht habe. Es geht jetzt natürlich um die Effizienzsteigerung durch die Digitalisierung, die die Blockchain mitbringt und dadurch auch die Kosteneinsparungen. Ja, viel Bürokratiewahnsinn, wir kennen das. Viel Papierkram, wir haben überall Zwischenstationen, Mitarbeiter, da können Fehlerquellen entstehen. Am Ende viel Aufwand, hohe Kosten. Und jetzt münzen wir das Ganze mal um, wenn wir die Blockchain einsetzen würden. Nehmen wir an, jetzt das Ministerium für Arbeit und Soziales hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Das heißt, alles wurde wie geplant ausgegeben, das Budget, was zur Verfügung gestellt wurde. Am Ende bleibt sogar eben dieses Restgeld, mit dem man ja plant, das Haushaltsloch 2025, das ungenutzte Geld, ja, zu schließen, zu stopfen. Das wäre Best-Case-Szenario, alles super. Jetzt nehmen wir aber an, was wenn nicht? Was wenn jetzt 2025 ein richtig mieses Jahr werden würde? Sagen wir, das Verteidigungsministerium braucht das Geld und hat nach nur 6 Monaten schon das gesamte Jahresbudget verpulvert. Das Budget ist verbraucht, die Schuldenbremse lässt da wenig Spielraum, bei der bleiben soll. Das könnte also bedeuten, dass Deutschland zum Beispiel Steuern erhöhen müsste, um das Defizit zu decken oder vielleicht doch die Schuldenbremse aufheben müsste. Die Frage ist aber, wer würde mehr an Steuern bezahlen? Also die Schulden würden steigen, der Konsum würde sinken und die Spirale für die Wirtschaft würde sich nach unten kehren. Jetzt nehmen wir das ganze Szenario wieder. Was würde passieren, wenn die Ministerien auf der Blockchain laufen würden? Also wir könnten in Echtzeit die Ausgaben analysieren. Wir könnten handeln. Moment mal, können wir sagen, hey, wir bekommen das nicht hin mit den Ausgaben. Oder die Ausgabe hier ist zum Beispiel eben nicht an dieser Stelle angekommen, wo sie eigentlich gedacht wäre zu brauchen. Die ist vielleicht doch unnötig. Solche Probleme könnten dann erkannt werden, vielleicht sogar sofort gelöst werden. Und man könnte sogar vielleicht in Echtzeit zwischen den Ministerien umschichten, um Engpässe zu vermeiden. Dazu kommt noch die künstliche Intelligenz, eine andere große innovative Technologie, kombiniert mit der Blockchain. Die könnte uns unterstützen, Vorschläge machen, wie wir unsere Ressourcen haushalten können. Also die würde die Analyse für uns besser aufbereiten. Wir hätten eben, wie gesagt, durch die Blockchain keine unnötigen Zwischenstationen. Wir könnten vieles vollautomatisch über Smart Contracts programmieren, also sämtliche Prozesse. Ja, ziemlich spannendes Szenario. Zugegeben, das ist alles jetzt ja überspitzt formuliert. Die Wahrscheinlichkeit, dass Worst-Case-Szenarien eintreten, ist gering. Ich wollte dir an dem Beispiel natürlich auch zeigen, was an Reibungsverlusten wegfallen könnte, wenn wir alles auf die Blockchain digitalisieren würden. Denn du ahnst vielleicht, so einfach ist es nicht. Sonst hätten wir es vielleicht schon längst gemacht. Daher mein Gedanke Nummer 3. Was gibt es denn für negative
Auswirkungen und Konsequenzen in diesem Szenario, wenn der Bundeshaushalt auf die Blockchain kommen würde. Dazu machen wir den Öko-Check. Der Datenschutzbeauftragte, der wird erstmal graue Haare bekommen. Der wird sich fragen, wie soll man denn die ganzen sensiblen Daten schützen? Wir haben Bereiche, kritische Bereiche wie Verteidigung oder Gesundheit. Der Jurist könnte einwerfen, wir bräuchten erstmal einen soliden Rechtsrahmen, den müssten wir schaffen, um das dann alles zu regulieren. Bräuchte zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, vielleicht sogar Kontrollpunkte, vielleicht neue Art Autoritätsinstanzen. Es wäre technisch viel zu anspruchsvoll, vielleicht gar nicht machbar, könnte jetzt ein Blockchain-Entwickler einwerfen. Wir müssten das vielleicht erstmal in einer kleinen deutschen Gemeinde als Pilotprojekt testen, vielleicht mit 1000 Bürgern. Das könnte ein Projekt sein über Jahrzehnte, Jahrhunderte, wer weiß. Wer finanziert das alles? Die nächste Frage, das könnten die Wirtschaftsexperten kritisch hinterfragen. Man müsste analysieren, ob der Kosten für die neue Infrastruktur langfristig den Nutzen übersteigen würde. Innovationen hin oder her, am Ende wollen wir doch nur ein positives Bruttoinlandsprodukt. Auch politisch könnte es ja heikel werden. Die Regierungsvertreter könnten Widerstand leisten und sie könnten sagen, das ist zu riskant, weil die Bürger dann sehr direkt in solche Entscheidungsprozesse eingebunden wären, was auch die Machtverhältnisse irgendwo verschieben könnte. Das ist sehr schlecht einschätzbar. Und es könnte zu noch mehr innenpolitischen Problemen führen. Ja, Fakt ist aber, spannenderweise, es gibt Länder wie Schweiz, Brasilien oder Spanien, da wird mit Ansätzen und mit Experimenten bereits versucht, die Blockchain-Technologie in ganz verschiedene Mist, jetzt muss ich den ganzen Satz wiederholen. Ganz verschiedene Regierungsanwendungen einzubinden. Beispiel Georgien hat ein Blockchain-basiertes Grundbuchsystem bereits sogar eingeführt. Oder Estland, ganz tolles Beispiel, die sind hier sogar schon einen Riesenschritt weitergegangen. Das Land hat ein Blockchain-basiertes Identitätssystem für Bürger eingeführt. Über die X-Road-Plattform können die Bürger identifiziert über eine individuelle Personennummer zum Beispiel online wählen gehen, ihre Steuererklärung machen oder ihre Patientenakte aufrufen. Aber was ist mit der Umstellung sämtlicher Regierungstransaktionen und On-Chain-Abstimmungen für den Staatshaushalt per Blockchain, so wie ich es gerade vorhin uns so ein bisschen dargestellt hatte? Ja, so weit ist dann selbst Estland noch nicht diesen Weg gegangen. Jedes Land hat auch eigene politische, gesellschaftliche Rahmenbedingungen und was in dem einen Land funktioniert, muss nicht zwangsläufig auch im anderen funktionieren. Also nochmal zurück zu meiner großen Frage, was würde passieren, wenn der Bundeshaushalt auf der Blockchain wäre? Würde das Staats- und Haushaltskrisen lösen? Ganz ehrlich, ich denke nicht. Die Blockchain wird keine Staatskrise ad hoc lösen können sofort. Wirtschaftskrisen sind einfach multifaktoriell bedingt. Da kommt so viel, was zusammenspielt. Die kann man nicht mit einer einzigen Technologie aus der Welt schaffen. Mal abgesehen davon, alle Staatsfinanzen öffentlich auf einer Blockchain. Das ist eine gigantische Vorstellung. Es hat aber auch sehr viel Transparenz, müsste man sich überlegen, sind wir schon so weit? Und es ist auch einfach sehr, sehr groß gedacht. Aber ich glaube zumindest, wenn nicht so weit, dass wir zumindest bereit sind, Ansätze, also Blockchain-Ansätze, wie es andere Länder bereits vormachen, noch stärker zu forcieren, weil wir sonst von anderen Ländern technologisch abgehängt werden. Wie siehst du das Ganze? Würdest du dir mehr Mitentscheidungsrechte, also mehr Governance, wie wir es aus der Kryptowelt kennen, für unseren Haushalt wünschen? Wärst du bereit für so viel Verantwortung? Lass es jetzt mal tief in die Sacken, schreib mir doch gerne einen Kommentar, was du denkst. Ich bin gespannt von dir zu lesen und bis dahin, mach's gut, bleib wie ich von Krypto fasziniert. Bis zum nächsten Mal.